wir haben die Starterlaubnis bekommen. Jetzt ziehen. Wir fliegen einfach mal der Nase nach. Ich würde sagen Richtung Bukarest. Ersten Budapest Kompass? irgendwie. Bukarest? Ja. Warum denn Bukarest? Was macht man da? Oida, was ist jetzt los, Mann? Wir haben halt auch noch mega Turbulenzen heute. Alter, was? So Robert, Ja? heute habe ich wieder für dich eine ganz gute Idee. Ja, das weiß ich. Denn heute machen wir nämlich was anderes. Was war Leute, denn? wir fahren nicht mit dem Aston Martin DBX 707, was ja das stärkste Luxus-SUV auf dem Markt ist, sondern das ist unser, ja, Kfz kann man jetzt nicht sagen, sondern unser Flieger für heute. Und ja, Bernhard ist auch schon in den letzten Vorbereitungen. Ready? Ja, das weiß ich noch nicht so. Then let's Ich glaube, der go. Robert weiß noch gar nicht, was wir genau heute machen. Ich habe Robert, keine Ahnung. Bernhard ist ja hier, du bist der Gründer von Globe Air. Genau. Und er ist auf mich zugekommen und ich soll heute das Steuer mehr oder weniger übernehmen. Ach, Robert, Scheiße. was hältst du davon? Ja, eigentlich noch nicht so viel. Wo möchtest du denn hinfliegen? Ich? Besten ganz weit weg. Ganz weit weg? Ja. Wirklich so? Ich weiß ja noch nicht. Du hast ja einen Plan gemacht, wo wir heute Genau. hinfliegen, richtig? Ich bringe dich nochmal zu uns und zeige dir mal unsere Garage. Ja? Okay? Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also Leute, ich weiß noch nicht so, wie das Video heute werden wird. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind ein bisschen spät dran, weil ich würde ja auf jeden Fall gerne mehr über dich erfahren, über dein Unternehmen. Und ich würde sagen, dass wir da wahrscheinlich am sinnvollsten im Genau. Flieger wahrscheinlich drüber Richtig, sprechen, oder? genau. Weil Leute, So wie machen gesagt, wir's. es ist 20 vor und um 13 Uhr müssen wir nämlich hier abheben, weil dann ist erstmal hier am Flughafen Mittagspause angesagt. Ja. Genau. Aber keine Sorge, wir gehen dann auch was Mittagessen, Robert. Gott sei Dank. Also, Also, los geht's. mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Robert herbei. Wieso nicht ein Paul? Du bist heute mein Co-Pilot. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Mal nicht im Auto, sondern im Flugzeug. Wo fühlst du dich eigentlich wohler? Ich? Ja, wobei, setz dich erst mal hin. Nimm doch erst mal Platz. So. Und? Alles gut? Wie geht's dir? Mir geht's super. Und dir? Also, mir geht's top. Ist eher die Frage, wie es dir geht. Super. Das Ja? Wurzelholz hier ist mega. So. Jetzt ist die Frage, Robert. Startvorbereitung würde ich sagen. Fühlst du dich wohler im Auto neben mir oder im Flugzeug jetzt? Das ist, glaube ich, Kopfwegssprung. Du meinst, weil ich beides nicht kann. Das ist mein erster Flug heute, aber Du hast Erfahrung, habe ich gehört. ich sag dir ganz ehrlich, Mhm. ich bin solide. Weißt du warum? Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, erzähl. Ja, 20 Jahre Erfahrung Flugsimulator. Ja, also. Okay, Wir jetzt fliegen müsste man mal- nur noch wissen, wo wir die Zündung anmachen. Das ist nämlich das Einzige, was ich beim Flugsimulator nicht gelernt habe. Und der Bernhard, der ist nämlich gerade irgendwo gefühlt im Tower oder so. Ja, wer weiß, wo der ist. Bernhard! Ist der nicht da, oder was? Bernhard! Mach mal Zündung an! Lass aber laufen, die Kisten. Beziehungsweise einen Schlüssel brauchen wir. Hat es da einen Schlüssel? Tatsächlich. Ne, ich glaube nicht. Also das ist auf jeden Fall fürs Fahrwerk. Lass uns mal. Zieh uns mal. Wir machen ihn ein bisschen tiefer. Ja, das ist wie ein Luftfahrwerk. Und sonst, ja, das ist Flaps Flaps, welche Flaps? für links und rechts. Achso, nicht für vorne, die Flaps. Nee. Wie beim Black Series. Nee, das nicht. Das ist natürlich Turbine. Und sonst, Ja, du als Pilot musst mir sagen, was ich machen soll. ja, Ich habe hier auch noch Knöpfe ohne Ende. also den Zündungsknopf finde ich gerade echt nicht. Gibt's ja nicht. Wurscht, fliegen wir einfach, oder? Egal, wir reißen auf. Oder weißt du, was schlau wäre? Ich glaube, wenn ich mich hinten reinsetze, dann fliegst du lieber mit dem Bernhard, weil ich bin mir hier nicht so sicher. Weil du kannst mir mal zeigen, wie das funktioniert, oder nicht? Ja, okay, okay, komm, dann machst du dir gemütlich und ich fliege alleine. Ich krieg die Mühle schon hoch. Ja, Mach dir das da kriegen wir keinen schon. Stress. Ich finde nur, ich schaue jetzt noch mal kurz im Internet nach, wo die Zündung angeht bei dem Ding. bestimmt kurz schließen oder so. So, reiß mal auf. Also das Wichtigste, es ist schon alles vorbereitet. Flugpläne sind geladen, Checklisten sind abgearbeitet. Wir haben quasi die Starterlaubnis bekommen für die Triebwerke und die ganzen Parameter, die wir jetzt brauchen für den Flug, sind alle eingestellt. Jetzt ist das nächste, dass wir das Triebwerk starten. Es geht ganz einfach, das ist hier der Startknopf, das ist wie bei deinem SUV Aston Martin. Genau. Jetzt fährt das hoch, das Triebwerk geht. Wie sich das schon anhört. Meinst du, der kriegt das hin? Ich glaube schon. Der ist schon so viel Flugsimulator 2000 geflogen. Zweiten Startknopf, jetzt haben wir Ignition.
Kompressor fängt an, der Fan fängt an, Öldruck steigt und Treibstoff geht durch. Verrückt. Und da sieht man die Turbinentemperatur, die geht jetzt hoch. Aha. Okay, gut. Jetzt geht's los. Ja. Und am Boden steuerst du nur so, das hältst du einfach nur gerade da, okay? Okay. Gut, dann die Bremse löst du, indem du das reinschiebst, beide Gashebel nehmen und jetzt geht's los. Genau. Da ist kommt. Genau, dann reinsteigen, Was ist das strange? dann mehr reinsteigen, genau. Dann seid ist clear. Hast du es so oder weniger Ja, Gas? passt. Ich dachte erst, er macht einen Spaß, dass er fliegt. Ja. Jetzt fliegt er wirklich. Wie bremst man da jetzt? Ja, jetzt gehst du oben drauf tippen, Oben drauf tippen. da hast du die Pedale oben drauf. Aha. Einfach so. Ah, okay. Ah, okay, jetzt verstehe Ja, jetzt. genau. Bevor wir starten, müssen noch die letzten Pokémon fangen. Das ist dein Ernst, Robert. Ja, aber das ist immer so am Flughafen, spawnt nichts. Echt? Ja. Gott, ist das strange. Oh mein Gott. Wie viel PS haben wir hier am Start? 2000. 2000 PS, okay, das könnte jetzt was werden. Okay, wir sind klar. So, jetzt nimmst du beides in die Hand. Ja. Eine Hand hast du hier, Ja, schiebst voll nach vorne und wenn ich sage ziehe, beginnst du zu ziehen und dann fliegen wir, okay? komplett nach vorne. Komplett. Gar nicht erst zum Abstand. langsam anfangen, Nein, sondern. einfach durchschieben. Okay. Okay. Robert? Digga! Halt grad das Teil. Alter, wo fährt der Typ denn hin? Okay, so halten. Sehr gut. Halten. Alter, ist das strange. Leute. Um Gottes Willen. Oh Und mein jetzt Gott. ziehen, ziehen, Um ziehen. Gottes Willen. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt hältst du, ja? Ja, bist du deppert, Alter. Boah, das ist ja wie Achterbahn. Digga! Okay, ja, ich halte so. Ach du Scheiße. Genau. Und jetzt schaust du, dass du einfach diese gelben Pfeil in diesen Magenta-Pfeil rein fliegst. Ja. 20 Jahre Flugsimulator gespielt, aber also in real ist das. Oh Gottes Willen, Leute. Ja, genau. Sehr gut, super. Wir haben halt auch noch mega Turbulenzen heute. Super, super machst du das. Und jetzt schaust du, dass du genau den da reinhältst. Ne? Den gelben Pfeil in den Magenta-Pfeil. Einfach genau so drauf. Ja, sehr gut, super. Jetzt haben wir schon oben, Robert. Runter kommen sie alle, haben sie gesagt. Gottes Willen, ist das strange. Vor allem heute das Wetter. Alter Schwede. Also das überlasse ich jetzt mal gerade dir. Ja, das machst du gut. Bleib drauf. Leute, ich sage euch eins, ich bin so nervös. Voller Hand, ziehen wir runter. Oh. Robert, hast du dich noch erkundigt, wo die Tüten sind? Schau mal, wie wir fliegen, Alter! Boah! Was? Oh, Alter, was? Ja, spinnst du. Bist du deppert, Alter? habe ich gemeint mit Flugübungen. Leck mich am Arsch. Das sind doch keine Flugübungen. Alter, mir geht's gar nicht gut. Nee, mir auch nicht. Boah, man Huster, keine Angst. Jetzt haben wir ein Cruise-Setting eingestellt, also da sieht man eher Cruise. Ja. Und du hast hier quasi die maximale Leistung, was das Triebwerk heute hergibt, aufgrund der Außentemperatur, Luftfeuchte und so weiter. Okay. Also weiter kann sie im Cruise-Mode 94,4% geben. Hier sieht man die Turbinentemperatur, also wir haben jetzt links 760, 744. Da haben wir Öldruck, haben wir Geschwindigkeit, dann die Generatoren, die Leistung der beiden Generatoren in Volt und Ampere. Da haben wir den Treibstofftank, wie viel noch an Bord ist. Da haben wir die Druckkabine, wir haben ja eine Druckkabine erinnern, wie hoch die Druckkabine ist. Krasse Nummer. Ich bin einfach so alleine. Alter, was bimmelt denn jetzt? Irgendwas klingelt hier. Wenn er schon sagt, es wird Die spannend. Landung ist schlimmer als Abheben, oder? Perfekt. Alles gut. Sympathisch. Aber haben die beide schon so ein Ding, oder? Haben die beide so einen Joystick? Ah ja, beruhigend. Ich denke, es kann nichts passieren. Okay. Schade. Das wäre gut fürs Das Video. habe ich schon öfters gehört.
Also ich muss ja dazu sagen, schon als kleines Kind, ich wollte eigentlich immer Pilot werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich. Und schon damals, also ich weiß nicht, für die Zuschauer, damals Flugsimulator 2000, das am Computer immer gespielt. Und Legendär. jetzt legendär und jetzt auch der neueste Flugsimulator, auch ich weiß schon, nächstes Jahr kommt der nächste Flugsimulator. Also ich bin da wirklich leidenschaftlich voll in dem Thema drinnen. Deswegen klar, hier und da kenne ich natürlich die Knöpfe. Aber trotzdem, jetzt gerade natürlich ein bisschen Hektik gehabt. Wir mussten um 13 Uhr abheben. Es war Viertel vor 1, jetzt mit dem Verkehr vorhin. Deswegen war das jetzt alles ganz schnell. Aber trotzdem, also Wahnsinn. Wahnsinn, einfach nur. Robert, Ja? heute war ich bei der Tankstelle gehabt, den DBX getankt. Und sagt die von der Tankstelle zu mir, du bist der Robert, gell? Dann sage ich, nee, ich bin der Paul, aber du kannst mich ja Robert nennen. Ach so, beim Ding, beim Short. Ja, beim Schwarzschild. Und dann sagt die, du bist der Robert, gell? Dann sag ich, nee, ich bin der Paul. Aber du kannst mich auch gerne Robert nennen, das ist für mich gar kein Thema. Alter. Wie kann ich mir das jetzt bei dir vorstellen? Also wie bist du überhaupt darauf gekommen? Wie lange fliegst du jetzt schon solche Flugzeuge? Ich meine, du bist ja der Gründer von Globe Air. Vielleicht einfach mal, dass wir ein bisschen was über dich erfahren. Ja, gerne. Also ich habe selbst Privatpilotenschein gemacht vor 19 Jahren, habe eine Leidenschaft zum Fliegen entdeckt und habe aber dann beruflich sehr viel in Osteuropa gearbeitet, bin ein Maschinenbauingenieur und war sehr viel mit dem Auto unterwegs. Dann habe ich mit ein paar Gleichgesinnten, die eigentlich das gleiche Thema gehabt haben, viel Zeit im Auto verbracht, nur kurze Meetings in verschiedenen Städten da in Osteuropa, haben wir beschlossen, wir kaufen uns gemeinsam ein Flugzeug, damit wir einfach zeiteffizienter sind, ja, also Zeit einsparen. Und haben dann auch den Linienpilotenschein dazu gemacht. Und ich habe dann in weiterer Folge noch den Fluglehrer und den Flugprüfer gemacht. Und dann ist die Leidenschaft einfach zur Fliegerei und die Passion so groß geworden, dass ich gesagt habe, okay, die Passion mache ich zum Beruf. Und habe dann quasi vor 15 Jahren die Globe gegründet und haben dann begonnen mit 3 Flugzeugen, mittlerweile auf 21 Flugzeuge. Ach Wahnsinn. 21, das ist schon eine gute Ansage. Ja, das ist auch schon eine große Garage. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich kenne das ja von den Fahrzeugen, wie Wartung das bedarf Genau, und so weiter. richtig. Und hier ist das natürlich nochmal in einem ganz anderen Ausmaß. Weil klar, natürlich nicht nur bei den Fahrzeugen Safety First, aber hier, da ist, glaube ich, Safety First fast nochmal höher geschrieben. Ja? Sicherheit ist das absolute, also das ist das Oberste und das Wichtigste. Das beginnt aber beim Pilotentraining, bei der Wartung der Flugzeuge, bei der Überwachung. Also wir haben einen ganz strengen Zyklus. Die Daten, die werden da ständig aufgezeichnet. Wie verhalten sich Triebwerke, was macht das Flugzeug, wie sind die Sensoren. Die Systeme sind alle redundant, ja, also zwei- und dreifach vorhanden. Die prüfen sich gegenseitig und wenn dann die Parameter nicht ganz übereinstimmen, dann gibt es sofort Meldung. Wir lesen es aus mit Computer. Nach jeder Landung werden die Daten in Systeme eingespielt und wird also ein Trendmonitoring gemacht. Wie ist das Triebwerk? Wie sind die anderen Systeme? Wie sind die Hydrauliksysteme? Läuft das alles? Ist das alles im grünen Bereich quasi? Und wenn da irgendwas nicht passt, kommt sofort die Wartung, Instandhaltung und wird ein Fehler gesucht und dann eben auch behoben. Ja. Also für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich eigentlich in so einem Privatjet sitze, fliege. Das ist eine noch größere Ehre dann für mich, dass das gemeinsam mit mir passiert. Ja? Freue mich. Und dann auch noch direkt gleich sowas selber fliegen darf, das schon. Aber deswegen, wie du es gerade angesprochen hast, natürlich, wenn du natürlich dieses zeitliche Problem hast, dann klar, hat sich das so natürlich sehr gut ergeben. Genau, ja. Also wir sagen immer, wir sind ja kein Privatjet-Unternehmen, wir sind eine Zeitmaschine für unsere Kunden, weil die suchen tatsächlich die kürzeste Verbindung am nächstgelegenen Flugplatz zu dem Ziel, das sie eigentlich hin müssen. Ja. Wir haben in Europa 984 Flugplätze, die wir anfliegen können. Und da gibt es oft ganz Destinationen, die hat noch nie jemand gehört, aber da gibt es halt eine Fabrik oder einen wichtigen Standort, wo dann eben ein Meeting ist oder ein Treffen ist oder so. Und dort geht es rein um Zeiteffizienz. Du hast gesehen, wir sind reingefahren in den Flugplatz, du kannst mit dem Auto direkt vorfahren und bist eigentlich in wenigen Minuten waren wir weg. Ja, das hat man ja gesehen, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, Leute, wir waren wirklich spät dran. Ja? Wir sind um 20 vor 1 angekommen am Flughafen, direkt mit dem Auto reingefahren, ja, und mussten um kurz vor 13 Uhr starten. Also wir waren einfach in 10 Minuten im Flieger und das ist halt, das merkt man schon, das ist ein riesen Zeitersparnis. Du bist extrem
flexibel. Und wenn du natürlich in dieser Position stehst, wo du sowas benötigst, ja, dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass du genau mit sowas dann fliegst. Verrückt, wenn man sich vorstellt, eigentlich, wie lange man von Augsburg nach Linz benötigt mit dem Fahrzeug. Und wir sind gerade mal seit einer Viertelstunde unterwegs. Ja, mit dem Auto würde ich sagen, brauchst du mit Sicherheit 3 Stunden, wenn alles gut geht. Ja. Ja. So Leute, also wir sind kurz vor unserem Ziel, Flughafen Linz. Wir befinden uns jetzt auch schon auf 5000 Fuß. Und ja, Spannung steigt jetzt wieder, denn es geht nämlich Richtung Landeanflug. Du hast das ja alles im Griff, oder? Alles im Griff. Autopilot hilft uns, hat alles unter Kontrolle, steuert das Flugzeug für den Landeanflug. Wir haben alle Daten und Checklists abgearbeitet, also alles bestens vorbereitet und werden dann in wenigen Minuten landen. Ich habe mal eine Frage. Ja? Ich habe jetzt gerade hier schon den Boden gesehen. Wir Ja? fliegen immer noch so steil weit runter. Ja? Man sieht aber gar nichts. Ja? Ich warte auch noch, bis man irgendwas Merkst sieht. du was? Also wir drehen jetzt ein, wie du siehst, sieht man da alles am Schirm, in dieses Instrumentenlandesystem ILS und der Autopilot fängt das jetzt automatisch ein, also diesen Funkstrahl, der uns dann nach unten gleitet. Hier sehe ich das dann genau, wie genau wir drauf sind, also in der Höhe und in der Vertikale. Und wir sehen, das Flugzeug wird dann völlig automatisch diesem ILS folgen und uns sicher zum Boden bringen. So, wir haben die Landeerlaubnis bereits erhalten. Jetzt werden wir das Flugzeug für die Landung vorbereiten, konfigurieren. Die ersten Landeklappen haben wir schon ausgefahren. Landeklappen und Flaps sind immer wichtig, weil je langsamer man fliegt und wir müssen ja die Geschwindigkeit reduzieren, desto mehr brauchen Auftrieb und deswegen brauchen wir jetzt diese aerodynamischen Elemente, die uns dann eben noch immer in der Luft halten und wir ausreichend Auftrieb noch immer haben bei langsamer Geschwindigkeit. Das Fahrwerk ist ausgefahren, wir haben 3 grüne Lichter hier, das heißt, es ist auch verriegelt, also nicht nur ausgefahren, aber verriegelt. Kann nichts mehr passieren, das ist das Wichtigste eigentlich, das ist die Landebahn. Und wir reduzieren jetzt die Geschwindigkeit ungefähr auf 200 Stundenkilometer. Und sind noch immer im Autopilotsystem, der uns da jetzt runtergleitet. Ja, das ist so verrückt, dass einfach dieses Flugzeug jetzt rein automatisch landet. Minimum. Kriegen wir den Hinweis, dass wir am Minimum angelangt sind. Jetzt müssten wir entscheiden, ob wir durchstarten oder landen, aber es spricht alles für die Landung. Die Landebahn ist frei, die Systeme sind alle grün und wir haben quasi alle Freigaben, Parameter zu einer sicheren Landung. Oida, was ist jetzt los, Mann? Jetzt bimmelt hier irgendwas. Also ich habe prinzipiell gehört, dass so Piepsen und Geräusche im Flieger nie was Gutes bedeuten. Nee. Genau deswegen bin ich nervös. Aber du lenkst auf jeden Fall jetzt halt mit, ne? Ja, genau, wir im Boden übernehmen das Flugzeug. Ja, das lasse ich jetzt mal dir machen. Ich mache da jetzt mal nichts. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's einfach ernst, Oida. So, Jetzt das Maria. Wir stehen so schief. Alter. Das war mal eine richtig geschmeidige Landung. Leute, wir sind gelandet. Wir leben noch. Ja, voll Noch? gut. Das darf man ihm noch Der mal Flieger hochziehen. ist auch noch ganz. Oida, Schwede. super, passt. Mega. Bravo. Vielen, vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, wir sind dann, wo sind wir angekommen? Robert, wo wolltest du hin? Ah, da wolltest du hin, okay. Ja, mega, Paul. Haben wir es überlebt. Ich glaube, wir steigen jetzt erstmal aus und speiben erstmal alles voll. Danke, dass du mein Beifahrer warst heute. Robert, du warst der beste Beifahrer. Hat mich gefreut. Herzlichen Glückwunsch Danke. für den erfolgreichen Flug. Die Landung war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, Mann. Hat er am Kreuz gehabt. So, Robert, Jo, und? Skala 1 bis 10, wie Ja. sicher hast du dich gefühlt? es geht so. War eine stabile 7,5. Ja? Ja, ging so. 7,5, das ist aber eigentlich gut. Ja. Also für das, dass das mein erster Flug gewesen ist, aber danke Gemacht, ja. deiner großen Hilfe und man muss schon sagen, mit so einem Autopilot, das ist schon faszinierend, Ja, ist wie viel faszinierend. Arbeit das abnimmt. Aber da, nochmal, dieser Start, der ging für mich so extrem schnell irgendwie. Ich konnte es gar nicht realisieren und es war eine
eigentlich nicht in Wörter zu beschreiben, was das für eine Ultra-Erfahrung gewesen ist. Deswegen ein großes, großes Dankeschön an dich. Und Große Freude. ihr seht, was das hier schon wieder für ein Wind ist. Aber was man ganz kurz noch zeigen muss, also das finde ich natürlich geil. Ja, Das ist toll, passend zum Thema. Das ist mal ein geiles Kennzeichen. Bernhard, vielen, vielen Dank. Wir Leute, wir gehen nämlich jetzt noch ins Office. Da werden wir euch jetzt noch kurz ein paar Aufnahmen mitnehmen. Weil du hast ja gerade schon kurz gesagt, da hinten baut ihr jetzt Genau, gerade da bauen neu. wir jetzt gerade und auch einen Hangar dazu, damit wir ausreichend Platz haben, weil wir wollen das auch weiter entwickeln und vergrößern. Mega. Und Robert, keine Sorge, ich rede jetzt gleich nochmal mit dem Bernhard, ne? Weil ich weiß, hier ist der Wind genauso ätzend und genauso ein schlechtes Wetter wie in Augsburg. Du überlegst ja jetzt dann nochmal ganz genau, wo du hin willst. Und bitte, Robert, sag mir, du willst irgendwo in die Wärme, wo es schön warm Ja, ist. Oder können wir Paul, machen. hast du irgendeine Idee, wo wir hin können? Mir war's wurscht, Hauptsache warm. Hauptsache warm. Okay. Hauptsache warm. Alles klar. Also Leute, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war mal heute ein etwas anderes Video. Ich bin zwar auch auf der linken Seite gesessen am Steuer, aber wirklich, also nochmal Bernhard, Super. vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Also, Alles Gute.